französische Forscher Jacques Vallée schilderte in seinem Buch Konfrontationen von 1990 eine Reihe verstörender Vorfälle, bei denen Menschen in Brasilien mit rätselhaften Himmelserscheinungen in Kontakt gerieten. Diese Begegnungen werden oft als UFO-Erlebnisse beschrieben, doch im Gegensatz zu vielen anderen Ländern enden sie in Brasilien nicht selten mit ernsthaften Verletzungen der Betroffenen oder sogar tödlich. In diesem Beitrag erzähle ich 3 dieser Fälle in freier erzählerischer Form nach. Hier nun die zweite Geschichte. Eine tödliche Begegnung. Nach einer wahren Begebenheit. Die Sonne warf ihre letzten Strahlen auf die staubige Straße, die sich wie ein ausgetrockneter Fluss durch das Dickicht des nordbrasilianischen Hinterlands schlängelte. Es war der 26. August 1982, ein drückend heißer Tag, an dem die Grillen so laut zirpten, dass sie selbst die fernen Rufe der Aras zu übertönen schienen. Ramon, eigentlich hieß er José Batista Lima, doch alle nannten ihn Romão, stand am Rand seines kleinen Gehöfts, blickte in den Horizont und atmete tief durch. »Ich gehe heute noch raus. Es wird ein gutes Jagdlicht geben«, sagte er, während er das Leder seiner Patronentasche prüfte. Seine Tochter, damals 11 Jahre alt, hatte ihn an der Hüfte gepackt. »Vater, bleib zu Hause«, flüsterte sie. »Man hat gesagt, der Nachbar hat ein Licht gesehen, ein gefährliches.« Romão lachte nur trocken. »Unsinn, ich bin nicht abergläubisch. Was da draußen ist, das kann man schießen.« Seine Frau trat hinzu, ein besorgter Schatten im Türrahmen. »Bitte, es ist etwas im Wald, die Tiere benehmen sich anders. Du hast es selbst gesagt.« »Ich bin kein Feigling.« Mit diesen Worten nahm er sein Gewehr und die Hängematte und verschwand im beginnenden Zwielicht. In der Nähe vom Cocalinho traf er seine Gefährten Pedro Curto, Cezinho und Manuel Eugenio. Die Männer verteilten sich über das hügelige Gelände, jeder auf eigene Faust. In dieser Gegend war das normal, man jagte allein, schlief hoch oben in den Bäumen in Hängematten, um den Tieren und den Schlangen zu entgehen. Ramon war erfolgreich, noch vor Mitternacht hatte er einen stattlichen Hirsch erlegt. Zufrieden und erschöpft kletterte er auf seinen Baum und legte sich in die Hängematte. Doch der Schlaf war unruhig. Der Wald schien zu horchen, in der Ferne knackte ein Ast, ein leiser Wind trug einen metallischen Geruch heran. Als die Dämmerung den Horizont berührte, stieg Ramon langsam aus der Hängematte. Der Hirsch lag nicht weit. Doch kaum hatte er den Boden erreicht, überkam ihn ein seltsames Gefühl, als würde der Boden unter ihm vibrieren, als drücke sich ein Gewicht auf seine Brust. Er setzte sich. Das Herz schlug hart, aber unregelmäßig. Die Geräusche des Waldes wurden dumpf. Dann, aus der Ferne, hörte er ein Rufen. »Romão!« Es war Pedro, der näher kam. Ramon hob schwach den Kopf. Als Pedro ihn erreichte, schien er fast zusammenzubrechen. Doch mit letzter Kraft richtete er sich auf und schlang die Arme um seinen Freund. »Was ist denn los, Mann?« fragte Pedro besorgt. Romão schüttelte nur den Kopf. Kein Wort kam über seine Lippen. Pedro setzte ihn behutsam ab, ließ ihn sich stützen. »Hast du eine Pille?« krächzte Romão schließlich. Pedro reichte ihm ein einfaches Aspirin, das sie immer dabei hatten. Mit einem Schluck Wasser schluckte Romão die Tablette, sein Blick flackerte. Dann zeigte er auf den Hirsch. »Verschnür ihn«, hauchte er, »wir nehmen ihn mit.« Er setzte sich, das rechte Bein ausgestreckt, das andere untergeschlagen, die Arme über dem Knie, den Kopf darüber, so saß er still, als Cezinho und Eugenio später eintrafen. »Was ist mit Romão?« fragte Cezinho. »Er ruht sich aus«, sagte Pedro, während er das Gewehr beiseite legte. Cezinho beugte sich vor, sah in die Augen des Freundes. Er ruht nicht, er ist tot. Die Männer erstarrten. Keine Krämpfe, kein Laut, keine Bewegung. Der Tod war gekommen wie ein lautloser Wind. 10 Minuten zuvor hatte Romão noch gesprochen, sogar gelächelt. Sie brachten den Leichnam zurück ins Dorf. Pedro blieb bei ihm, sprach kein Wort.
Der Anblick des leblosen Freundes ließ ihn frösteln, obwohl es heiß war. Was die Männer beunruhigte, war nicht nur der plötzliche Tod oder die Tatsache, dass keine Leichenstarre einsetzte, selbst Stunden später nicht. Es waren 2 runde, rote Male, je eines unterhalb der Ohren, als hätte jemand gezielt dort angesetzt. Eugenio, ein erfahrener Jäger, sprach später: »Ich habe viele Tote gesehen, aber noch nie einen mit solchen Flecken. Sie sahen aus wie Einstiche, wie von einem Gerät, das kein Tier hinterlassen hätte.« Das Gespräch verstummte, als Eugenio vom Licht erzählte. Er sagte, der Himmel habe in der Nacht von 22 Uhr bis Mitternacht geleuchtet, wie der Schimmer einer weit entfernten Stadt, obwohl es dort keine Stadt gab, nur Wald und Stille. Ramons Sohn, 20 Jahre alt, sagte bei späterer Gelegenheit: »Mein Vater war gesund, keine Beschwerden, kein Herzleiden in der Familie.« Auch in seiner Tasche fanden sie keine Medikamente, nur ein Päckchen Fontol gegen Kopfschmerzen. 2 Wochen nach der Beerdigung kehrten die Familie und ein paar Freunde zum Ort seines Todes zurück. Die Hängematte hing noch, zerschlissen vom Regen, der Baum stand still, als wäre nie etwas geschehen, nur einige Blätter wirkten abgerissen, als hätte sich jemand mit aller Kraft daran festgehalten. Später sagte Pedro leise zu einem der Ermittler, er hat auf dem Boden gezupft, immer wieder, wie ein Mann, der nicht weiß, ob er fällt oder flieht. Die Sonne von Yayo ging unter, die Straße nach Panorama verlor sich im Staub, und in den Nächten erzählte man sich leise, dass es da draußen etwas gäbe, etwas, das kam, wenn keiner hinsah. Kein Tier, kein Mensch, kein Licht, das man verstehen konnte. Ob Romão starb, weil sein Herz versagte, oder weil etwas auf ihn wartete, das wusste niemand. Doch seitdem flüsterten sie in Yayo nur noch, wenn vom Licht die Rede war, und manche wagten sich nicht mehr allein in die Wälder.